Die Geschichte der deutschen Antarktis-Expedition von 1938 bis 1939 und ihre Verbindung zum Nationalsozialismus ist sowohl faszinierend als auch von vielen Missverständnissen und Spekulationen geprägt. Die dritte deutsche Antarktis-Expedition, bekannt als Neuschwabenland-Expedition, wurde am 17. Dezember 1938 unter der Leitung von Kapitän Alfred Ritscher gestartet. Die Hauptziele der Expedition waren geopolitische und wirtschaftliche Interessen. Die Nazis wollten einen Anspruch auf antarktisches Gebiet erheben, insbesondere im Kontext der Ressourcensicherung. Deutschland war stark auf importierte Rohstoffe angewiesen, und eine Walfangstation in der Antarktis könnte eine wichtige Rolle in der Rohstoffversorgung spielen. Wissenschaftliche Forschung. Neben den geopolitischen Interessen sollte die Expedition auch wissenschaftliche Daten sammeln, insbesondere zur Geographie und Klimatologie des Kontinents. Die Expedition, das Schiff. Die Expedition reiste auf dem Schiff MS Schwabenland, einem ehemaligen Handelsschiff, das für die Expedition umgebaut worden war. Es war mit 2 Dornier-Wal-Seeflugzeugen ausgestattet, die für die Erkundung des antarktischen Gebiets verwendet wurden. Erkundung und Kartierung. Am 19. Januar 1939 erreichte die MS Schwabenland die Prinzessin Martha-Küste, die von Norwegen beansprucht wurde. Die Expedition kartierte das Gebiet und nahm umfangreiche Luftaufnahmen vor. Über 16.000 Fotos wurden gemacht, und es wurden große Gebiete des antarktischen Kontinents erkundet. Namensgebung und Markierung. Das neu entdeckte Gebiet wurde Neuschwabenland genannt, nach dem Schiff und der Region Schwaben in Deutschland. Es wurden zahlreiche Markierungen in Form von Aluminiumpfeilen mit Hakenkreuzen abgeworfen, um die deutschen Ansprüche auf dem Eis zu kennzeichnen. Wissenschaftliche Erkundung. Die Expedition sammelte wertvolle geografische und klimatische Daten. Besondere Aufmerksamkeit erregte die Entdeckung der Schirmacher Oase, einem eisfreien Gebiet, das heute Forschungsstationen wie Maitri, Indien, und Nowolazarewskaja, Russland, beherbergt. Diese Entdeckung zeigte, dass es in der Antarktis Regionen gab, die nicht vollständig von Eis bedeckt sind und somit potenziell für den menschlichen Aufenthalt geeignet sind. Nachwirkungen und Mythen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurden viele der Ergebnisse und Materialien der Expedition verloren oder zerstört. Die wenigen überlebenden Fotos und Karten wurden nach dem Krieg veröffentlicht und trugen zur wissenschaftlichen Kenntnis der Antarktis bei. In den Jahren nach der Expedition entwickelten sich zahlreiche Mythen und Verschwörungstheorien um Neuschwabenland. Eine der bekanntesten Verschwörungstheorien besagt, dass die Nazis während ihrer Expedition in Kontakt mit außerirdischen Zivilisationen standen und geheime Basen in der Antarktis errichteten. Ursprung der Alien-Theorien. Die Idee, die Nazis mit Außerirdischen in Verbindung standen, stammt aus einer Kombination von Fiktion, Science-Fiction und echten historischen Ereignissen, die oft falsch interpretiert oder übertrieben wurden. Diese Theorien gewannen besonders in den 1950er und 1960er Jahren an Popularität, als das Interesse an UFOs und außerirdischem Leben wuchs. Die Thule-Gesellschaft und okkulte Verbindungen. Ein wichtiger Aspekt dieser Theorien ist die Thule-Gesellschaft, eine okkulte Organisation, die angeblich Einfluss auf die Ideologie der Nationalsozialisten hatte. Einige Verschwörungstheoretiker behaupten, dass die Thule-Gesellschaft und andere esoterische Gruppen in Nazi-Deutschland Wissen über fortschrittliche Technologien und außerirdische Wesen besaßen. Es gibt jedoch keine glaubwürdigen historischen Beweise, die diese Behauptungen stützen. Operation Highjump und Admiral Byrd. Eine oft zitierte Quelle für diese Theorien ist Operation Highjump, eine militärische Expedition der USA in die Antarktis unter der Leitung von Admiral Richard E. im Jahr 1946 bis 1947. Einige Verschwörungstheoretiker behaupten, dass diese Operation durchgeführt wurde, um geheime Nazi-Basen in der Antarktis zu zerstören, in denen fortschrittliche Technologien, möglicherweise außerirdischen Ursprungs, entwickelt wurden. Admiral Byrd selbst hat in seinen offiziellen Berichten keine Hinweise auf solche Entdeckungen gegeben. Aber in den Jahren nach der Expedition tauchten zahlreiche Bücher und Artikel auf, die behaupteten, geheime Informationen über außerirdische Technologien und Nazi-Basen zu haben. Moderne wissenschaftliche Sichtweise. Moderne Historiker und Wissenschaftler haben diese Theorien gründlich untersucht und keine Beweise gefunden, die die Existenz von Nazi-Basen in der Antarktis oder eine Verbindung zu außerirdischen Zivilisationen bestätigen. Die Expedition nach Neuschwabenland diente hauptsächlich geopolitischen und wirtschaftlichen Zwecken.
insbesondere der Suche nach Ressourcen wie Walöl und wissenschaftlichen Forschungsinteressen. Moderne Bedeutung: Heute ist Neuschwabenland ein Teil des von Norwegen beanspruchten Queen-Maud-Land. Das Gebiet hat nach wie vor eine wissenschaftliche Bedeutung, da es von verschiedenen Ländern für Forschungsexpeditionen genutzt wird. Die Schirmacher-Oase bleibt ein wichtiger Standort für wissenschaftliche Stationen, die Klimadaten und geologische Proben sammeln. Insgesamt war die Entdeckung und Erkundung von Neuschwabenland ein bedeutender Beitrag zur Erforschung der Antarktis, auch wenn sie von den politischen und ideologischen Zielen des Dritten Reiches überschattet wurde. Die Expedition trug zur Erschließung und Kartierung des antarktischen Kontinents bei und bleibt ein interessantes Kapitel in der Geschichte der Polarforschung. Die Geschichten über Nazis und ihre angeblichen Verbindungen zu Außerirdischen basieren größtenteils auf spekulativen und sensationellen Berichten ohne fundierte historische Beweise.